So, jetzt sitzen wir in einem ganz besonderen BMW Coupé aus dem Baujahr 1972. Das ist ein BMW 3 Liter CSI, war damals der direkte Konkurrent von Porsche oder von Mercedes. Die Bayern waren da bekannt dafür, sehr aggressive und sehr spritzige Autos zu bauen. Und so gab es dann auch nach kurzer Zeit die BMW-Firma Alpina. Das heißt, sie waren selbstständig, also Alpina war Bovensieben, soweit ich das weiß. Ne? Ja. Und die haben dann diese Motoren, das heißt dieses Modell verschärft mit stärkeren Maschinen. Und dieser hier, das ist genauso ein Wagen von Alpina mit einer B2-Maschine. Das ist früher mal oder ehemals eine Schweizer Erstauslieferung dieser Wagen. Der Wagen ist von Beginn an sehr gut dokumentiert. Es gibt den ganzen Schriftverkehr, den historischen, ist alles da. Dann ist eines Tages dieses Auto weiterverkauft worden nach Deutschland. Wir haben das Auto von einem sehr guten Sammler erhalten. Der hat das Auto von jemand gekauft, der ihn vorher über 21 Jahre gut dokumentiert besessen hat. Das heißt, das Auto kommt aus bester Hand und unser Sammler jetzt, der hat eine wirklich tolle, beeindruckende Sammlung. Der hat bei uns ein 3 Liter CSL gekauft, das Bettmobil. Das ist natürlich nochmal eine Steigerung von dem Auto hier, das Bettmobil, und hat uns dann den Wagen gegeben zum Weiterverkaufen, weil er sich, wie gesagt, verbessert hatte. Aber qualitativ ist dieser Wagen hier ganz hervorragend. Das merkt man auch, wie er fährt. Es ist alles gemacht. Besagter Sammler hat in seiner Sammlung 2 Mechaniker, die sich den ganzen Tag um seine Sammlung kümmern. Das heißt, wenn ein Wagen irgendwie nicht in Ordnung ist oder stimmt irgendwas nicht, dann wird es in Ordnung gebracht. Und so ist das eben auch bei diesem BMW. Was auffällt hier bei unserem Coupé, er ist ja unglaublich filigran, wenn man sich das mal so anguckt. Es ist ein sehr, sehr elegantes Auto, eine sehr, sehr feine und edle Linienführung. Und man kann jetzt schon wieder, das merke ich sofort, als jemand, der ja schon auch viele BMWs verkauft hat, den typischen BMW-Sound hören, den typischen BMW-Klang. Es ist also ein 3-Liter-Motor, der hier mit einer Spitzengeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern arbeiten kann. Das ist ganz schön viel. Vergleichbare Porsche haben damals 210 oder 220 gebracht. Da war das Auto schneller. Also ich meine, was die Marke BMW angeht, war das ein großer Wurf. Also man kann wirklich sagen, ein ganz schickes Coupé, ganz, ganz edel, und das heißt ja nicht umsonst Freude am Fahren. Das bereiten diese Autos wirklich. Ja, das Auto hat dieses schöne Alpina-Lenkrad. Das sind ja so die ganzen Accessoires, die es dann bei Alpina mit dazu gab. Genauso die Sitze, in denen ich hier sitze. Das sind die Original-Alpina-Sitze, die zeigen wir euch gleich noch ein bisschen genauer in der Farbe Schwarz, Grün und Blau. Das ist natürlich alles dann entsprechend 1978 ausgewechselt worden. Seitdem ist das hier ein reines Sportgerät. So kann man ihn noch bewegen, und ich merke das jetzt schon. Der Wagen fährt sich sehr leichtfüßig, das fällt auf. Er hat auch sehr gut zupackende Bremsen, wie ich merke. Oh ja, seidenweicher Motorlauf gibt es ja von Autotestern auch schon zu lesen. Ja, der geht richtig schön. Also das ist ein richtig schicker Fahrklassiker. Ich meine, immer ein 3 Liter mit 6 Zylindern, das ist ja nicht von schlechten Eltern, das kann man nicht gerade sagen. Also den Wagen könnt ihr auch wirklich sportiv fahren. Und man merkt, dass der gut in Ordnung ist. Er gehört mal ein bisschen gefahren, aber das ist ja bei vielen Autos so, die lange in Sammlung gestalten haben und nicht so viel bewegt wurden. Die müssen mal so 20, 30 Kilometer schön freigeblasen werden, und dann geht es auch wieder. Also das ist ein sehr sympathischer Klassiker hier mit einer tollen Geschichte. Hier bei dem Auto kommt dazu sehr guter Zustand, und er hat eben diese starke Ausführung von Alpina, mit der so ein Wagen auch richtig nach vorne geht. Also ein Auto ist richtig schnell. So, das ist dieses wahnsinnig schöne, elegante Coupé. Was sofort auffällt, das ist die Bemalung von Alpina in grün-blau, ist ja weltweit bekannt. Das bauen sie bis heute. Was interessant ist, sind diese wunderschönen originalen Alpina-Felgen, die der Wagen hat. Auch all das neuwertig. Wie gesagt, der Wagen war ja gebaut worden für eine Sammlung.
Entsprechend der Spoiler vorne, der hat damals mit zur Alpina-Ausstattung gehört, hat das Auto auch. Und ich meine, jetzt steht er hier im bayerischen blauen Himmel, blau-weiß. Das ist seine Heimat, hier gehört er hin auf einer grünen bayerischen Wiese. Also vielleicht zeigt Paul das Auto noch mal drumherum, da sieht man, wie schön elegant das Fahrzeug ist. Was eine wunderschöne Form der Wagen hat. Und was man speziell diesem Auto auch wirklich ansieht, das ist, dass er einen vorzüglichen Zustand hat. Das Auto gehört eigentlich auf die Straße, der gehört nicht ins Showroom, weil erst wenn er hier draußen steht, sieht man, wie schön das Auto tatsächlich ist. Also ihr könnt vor allen Dingen von hier sehen, wir haben heute flach stehende Sonne, da kann man sehen, man würde ja jedes Detail sehen, was nicht stimmen würde. Man sieht aber durch die starke Sonne von der Seite, dass der Wagen sich in einem exzellenten Zustand befindet. Das Spaltmaß stimmt hundertprozentig. Die ganzen Aufkleber, da ist kein Rost, da sind keine Bläschen. Der Lack ist erstklassig. Also insgesamt kann man sagen, dass sich dieser Wagen wirklich in einem hervorragenden Zustand befindet. Was besonders auffällt bei diesem schönen Coupé, das ist seine Eleganz. Diese feinen Chromränder hier vorne. Dann hat er hier vorne den typischen BMW-Knick, das ist ein Stilelement, das gibt es bis heute. Es ist halt eben kein brutal gezeichnetes Auto, er lebt von seiner Eleganz, er hat hier keinen Mittelpfosten, feiner Chrom, ganz edle Türgriffe, edles Chromzierat, hier vorne auch alles in Chrom. Also es ist eine sehr, sehr leichte und elegante Linie, die hier BMW gezeichnet hat. Und deswegen ist ja so ein Wagen heute auch sehr erfolgreich und auch noch sehr, sehr gefragt. Also die Autos, die kosten heute je nachdem bis 100.000. Das Auto kostet natürlich mehr, weil es ein B2 ist. Der liegt sogar um 160, 165. Aber wenn ihr ein CSL habt mit Batman, kann der sogar 300 und mehr kosten. Diese Autos haben sicherlich noch eine Zukunft. Die sind unglaublich elegant. Das war so ab 1972 ein ganz großer Wurf von Mercedes. Und die war, ein ganz großer Wurf von BMW. Damals größter Konkurrenz ist ja Mercedes gewesen. Die hatten ein ganz anderes Design, das waren ganz andere Autos. Der war schneidig, elegant, rassig und schnell, Freude am Fahren und das macht BMW bis heute. Vielleicht noch mal einen kleinen Blick hinten zum Heck, was ja auch sehr schön aussieht bei dem Auto. Hier mit Alpina Schriftzug, diese schönen, sehr, sehr charakteristischen Scheinwerfer. Daran erkennt man sofort diese Coupés aus dieser Zeit. Ja gut, und hinten die große Heckscheibe, wenn man hineinsieht, die komplette Alpina-Ausstattung. Das Auto ist nicht nur elegant, es ist auch seltener als B2. Und das Tolle ist, ein wirklich toller Zustand. Und diese gleißende Sonne, die wir jetzt gegen Nachmittag haben, zeigt ja auch wenn man sich so die Flächen anguckt, dass der Wagen wirklich in einem absolut hervorragenden Zustand ist. Jetzt geben wir noch mal ein bisschen Gas. Jetzt ist der Wagen auch schön warm. Oh, richtig kernig, er zieht richtig los. Ein Wagen, der Kraft hat, das merkt man. 230 PS sind 230 PS. Jetzt wollen wir noch mal schauen, was er kann. Ja, also das konnte sich wirklich sehen lassen, wenn man hier drauf tritt. Oh, da kommt richtig was. Da kommt aber richtig was. Super, wie der losgeht. Auch ein tolles Fahrwerk. Man merkt, dass er gut auf der Straße liegt. Er pariert gut, die Lenkung ist sehr direkt. Auto fährt sich anders als ein Mercedes beispielsweise. Ein richtiges Sportgerät. Also der Wagen ist nicht von schlechten Eltern, das kann man nicht sagen. Das ist ein richtiges Sportauto. Toll. Das hätte ich gar nicht erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Dass der so geht und dass der so gut abzieht, mein lieber Freund. Das ist ein richtiger Sportwagen. Also vielleicht noch etwas zum Interieur von dem Auto. Es ist alles ein bisschen sportiver als damals vom Konkurrenten Mercedes gemacht. Hier ist die Uhr hier vorne. Da vorne haben wir einen Drehzahlmesser, der bis 6.500 Umdrehungen geht. Da ein Tachometer, der bis 200 Stunden 40 Kilometer reicht. Und hier Wasser und Benzin. Das ganze Interieur ist schneidiger. Hier vorne ist Holz verarbeitet, aber eben kein Wurzelholz, wie es das bei anderen Marken gab. Es ist halt eben normales Nussbaum, genauso hier. Es ist schon edel gemacht, aber die Marke BMW hat sich damals an Sportliche gehalten. Und das hat sie ja bis heute gut durchgehalten und macht ja bis heute eine hervorragende Modellpolitik, weshalb ja diese Marke auch immer wieder wirklich gesucht und gefragt ist. Und ich kann euch sagen, es macht Spaß, mit dem Wagen zu fahren. Der hängt gut am Gas, das ist so richtig sportlich.
Ein richtig sportliches Auto, hat auch ein überraschend gutes Fahrwerk, der bricht nicht aus, der liegt richtig schön auf der Straße, man kann den sportlich fahren. Ja, man hat Freude am Fahren, da kommt es ja her und da haben die Herrschaften recht. Und solche Autos haben die damals gebaut und soweit ich weiß, bauen die auch heute solche Autos. Es ist ein richtig schickes Auto, in dem man sitzt, man hat das Gefühl, das Flair ist der 70er Jahre, das vermittelt einem dieses Auto. Er läuft gut, er schlackert nicht, er hoppelt nicht, er hängt gut am Gas. Man merkt, der Wagen war immer in einer guten Hand und man merkt, das Auto ist immer gepflegt worden. Und das ist wichtig. Wenn ihr euch heute einen Oldtimer kauft, ist ganz wichtig, wo kommt der Wagen her, was hat er hinter sich, was ist gemacht worden mit dem Auto, ist er wirklich immer gut behandelt worden, kann man das alles belegen? Und es gibt einen Satz, den wir so eigentlich geprägt haben, das bessere Auto ist immer der bessere Kauf. Und dabei kommt es überhaupt nicht an, ob ihr mal 10.000 mehr oder weniger bezahlt. Wenn ihr das bessere Auto kauft, liegt er immer auf der richtigen Seite. Manchmal vermeintlich 10.000 gespart, ihr habt nur Ärger mit dem Auto und dann ist euch die Freude an so einer schönen Geschichte im Thema Oldtimer auch noch kaputt gegangen. Also das würde ich nie tun. Lieber gucken, lieber viel mitkaufen, was da dabei geliefert wird und sagen, okay, da weiß ich, es ist ein guter Wagen. Wir machen eine Probefahrt. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich hier die Probefahrten mache. Damit ihr sehen könnt, das ist wirklich ein guter Wagen. Im Übrigen merke ich das auch. Wenn ich hier ein schlechtes Auto hätte, spüre, das Ding läuft nicht richtig, würde ich sagen, komm, lass sein, da habe ich keine Lust zu. Gibt nur Ärger und macht mir auch gar keinen Spaß. Ja, hier noch was zum Thema Sport und Spaß. Alpina auf dem Schaltknauf hier oben. Deutlich zu sehen, hat ja eine 5-Gang-Schaltung dieses Fahrzeug, hat sogar 4 elektrische Fensterheber, was nicht jeder hatte. Er hat das hier vorne auch sehr sportiv alles geregelt. Bisschen einfach das Grundlegradio, aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Man will ja nicht Radio haben, man will ja Auto fahren. Das kann man in so einem BMW. Übrigens, die Sitze in dem Auto sind vorzüglich. Also die sind wie so ein Anzug, der an einem passt. Man sitzt ja gut drin, man kann sie gut einstellen und man kann den Wagen auch richtig scharf fahren. Ja, jetzt habe ich eigentlich eine ganze Menge erzählt und gesagt. Ihr seht auch hier alles schön original, so wie es gehört, so wie es damals gebaut wurde. Unsere Probefahrt neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Hat mir echt Spaß gemacht. Ist ja ein seltenes Auto, dass man mal so ein 3-Liter-Coupé fahren kann. Den haben wir jetzt hier. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Alles Gute, bis dann. Euer Stefan Luftschütz. Ciao. Was mir eben noch mal gefallen ist, vielleicht so ein Nachsatz. Ich meine, wir haben ja heute auch tolle Autos und was die Autoindustrie heute alles baut, das ist ja Wahnsinn. Aber das Verrückte ist, wenn ich mit so einem Auto hier fahre, das macht mir viel mehr Spaß. Irgendwie hat mir das mehr Spaß gemacht. Das ist mir mehr ins Blut gegangen, das habe ich mehr gelebt und das geht mir auch heute noch so. Auch wenn so manches Auto viel, viel schneller ist oder noch viel, viel leiser ist. Aber so das aktive Fahren, dass einem das Spaß macht, dass man das umherum mitkriegt, die Straße fühlt, die Sitze merkt, dass man so richtig ein bisschen arbeiten muss. Das zeigt einem, dass man lebt. Und deshalb mache ich das schon so lange, weil mir das Spaß macht, jeden Tag aufs Neue. Das wollte ich noch sagen. Ciao.